Wir sind Christopher und Andrea. Wir leben und reisen in einem ehemaligen Polizei-LKW, den wir selbst zum Camper umgebaut haben. Im letzten Teil haben wir den Grimselpass überquert, waren dort wandern und haben das Regenwetter abgewartet. In diesem Teil geht es noch höher hinauf, auf den Furka-Pass. Dort starten wir eine Bergtour, die uns fast zum Verhängnis geworden wäre. Nach der Wanderung hat es uns dann weitergezogen. Also die Passstraßen hier, das ist der Wahnsinn. Also so diese Aussicht, wenn man da hoch oder runter fährt, da kann man eigentlich nur in jeder Parkbucht da anhalten und Bilder machen. Das ist so schön. Und auch Fahrradfahrer, echt Respekt. Hier sind Rennradfahrer, die fahren halt diese Passstraßen hoch und runter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, da mit Fahrrad raufzufahren. Und die haben eine Kondition, das ist schon unglaublich. Und ja, wir waren dann auf dem Grimselpass, also so auf dieser Anhöhe, auf dem Parkplatz. Mega schön da oben. Das ist so ein See, ich glaube Toter See oder sowas heißt der. Und eigentlich wollte ich da auch baden gehen, aber da ist halt echt viel Wuling. Das ist halt auch so ein Hotel, riesiger Parkplatz, da ist dauernd immer so ein Kommen und Gehen. Und ja, irgendwie war uns da halt ein bisschen viel los. War auch ganz witzig. Normalerweise bin ich eigentlich immer der so sagt, oh nee, ich fühle mich hier nicht so richtig wohl, hier ist so viel Betrieb. Und also gerade wenn man irgendwo stand und sowas vom Wandern zurückkommt, wo man kaum Menschen getroffen hat und dann geht es immer von 0 auf 100, ist man wieder in den Menschenmassen drin, fühle ich mich immer schnell überfordert. Aber diesmal war es sogar Andrea, die meinte, oh nee, hier ist mir so viel los, wollen wir nicht weiterfahren? Und ja, dann sind wir halt weitergefahren, wollen uns jetzt halt nochmal in so einen Gletscher gehen, da ist so ein kleines, kann man so wohl direkt reinwandern, also kostet auch ein bisschen Eintritt und dann kann man sich den Gletscher halt auch mal von innen angucken. Da wollten wir jetzt hin, da sind wir gerade auf dem Weg und haben dann hier gestern direkt am Pass haben wir noch so eine kleine Seitenbuchte gefunden, in der wir halt reingefahren sind, wo wir halt geparkt haben, damit wir dann heute uns ganz frisch diesen Gletscher mal angucken können. Das Hotel Belvedere am Rhone-Gletscher ist zwar geschlossen, aber trotzdem ist es aufgrund der Lage ein sehr beliebtes Fotomotiv. Dementsprechend ist auf dem Parkplatz immer viel los. Es war wahnsinnig beeindruckend, das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Also Eintritt sind 9 Franken und es lohnt sich. Das war schön mit den Lichtinstallationen, also sie haben das ein bisschen beleuchtet, damit man das Eis auch richtig schön sieht. Und das ist so ein kleiner Rundgang, aber man sollte sich auf jeden Fall warm anziehen. Es ist eiskalt und es tropft natürlich auch überall runter, aber wirklich sehr schön und beeindruckend. Wir haben gestern Abend noch schnell eine Tourumplanung gemacht. Eigentlich wollten wir aufs Furka-Horn, aufs kleine Furka-Horn. Das ist jetzt also hinter uns, also man sieht es nicht, soll man eine ziemlich coole Aussicht halt haben auf den Gletscher, an dem wir gestern waren. Der Weg ist relativ easy, kann halt ein Wanderweg hoch und ist halt auch ein 3000er. Ja, dann haben wir gestern noch mit jemandem geschrieben, der geht aufs Muttenhorn. Da muss man über den Muttengletscher und kann dann über den Kamm sozusagen auf den Berg aufsteigen. Und dann habe ich mir ein bisschen durchgelesen über die Tour und die ist halt um einiges interessanter. Ist halt auch ein 3000er. Und ja, dann haben wir uns halt spontan umentschieden, diese Tour jetzt zu gehen. Also wenn wir jetzt über den Muttengletscher und dann aufs Muttenhorn.
Es gibt dann nachher, wenn man den, also wir sind ja vom Furke Parkplatz gestartet und man folgt erstmal diesem Militärweg. Das ist so ein relativ einfacher Weg, leichte Steigung und irgendwann biegt man halt dann nach links ab und folgt so einem kleinen Trampelpfad. Hier gibt es auch immer so kleine Markierungen mit Steinchen und geht halt direkt auf den Gletscher drauf zu. Wir sehen auch schon unsere Spitze, wo wir rauf wollen. Ja, müssen wir uns mal hier unseren Weg jetzt suchen. Wir philosophieren gerade über unseren weiteren Routenverlauf, weil jetzt geht es halt gleich ins Gletscherfeld. Wir werden gleich mal Helm und Gurt anlegen und die Steigeisen anziehen. Und wir werden jetzt wahrscheinlich, da ist so eine etwas, ich weiß nicht, ob da der Gletscher schon, also ob die Steine schon durchgucken, ob der Gletscher so weit abgeschmolzen ist, dass die Steine da schon durchgucken, aber das war auf meinem Tourguide auch schon zu sehen, diese dunkle Stelle. Und da werden wir jetzt oberhalb lang gehen und dann werden wir so rechts rüber, so seitlich rüber zu dieser Steinkante und werden dann da aussteigen. Man könnte theoretisch auch gerade hochgehen, aber der Übergang von der Eiskante zum Fels, da ist relativ viel Abstand, weil die Steine natürlich warm sind, da taut das an und da ist halt kein Eis mehr. Und das sieht jetzt nicht so vertrauenserweckend aus. Deswegen werden wir dann halt so nach rechts wieder raus aus dem Gletscher und dann den restlichen Kamm lang gehen. So haben wir es jetzt erstmal geplant. Mal gucken, ob wir es umsetzen können. Ansonsten müssen wir wieder zurück, den ganzen Anstieg jetzt wieder zurückgehen und müssen dann doch den ganzen Kamm lang gehen, falls uns das zu gefährlich sein sollte. Wir probieren es, ne? Würde ich auch sagen. Jetzt sind wir schon mal hier. Hier ist jetzt der heikle Punkt. Hier ist jetzt der Übergang aufs Gletscherfeld. Hast du mit Augenschreck gekriegt? Das Hubschrauber, ne? Ja. Ja, weit ist nicht mehr. Gleich sind wir vom Gletscher runter, aber hier ist noch eine Spalte. Sollte kein Problem sein. Aber den Stein da, den will man auch nicht ins Rutschen bekommen. Gerade sind da schon ein paar Steine gerutscht. Hier ist halt wirklich akute Steinschlaggefahr. An diesem Punkt haben wir die Situation falsch eingeschätzt und uns für den direkten Weg entschieden, anstatt wie geplant den Gletscher auf der rechten Seite zu verlassen. Hiervon gibt es dann keine Aufnahmen mehr, weil wir uns wegen der Steinschläge und dem brüchigen Gestein voll auf den Weg und die Sicherung konzentrieren mussten. Ja, wir mussten wieder zurückgehen. Da war die Steinschlaggefahr einfach zu groß. Wir wollten ja diese Abkürzung nehmen und halt direkt hoch. Da gibt es so ein kleines Führungsseil, aber da purzelten nur Steine runter. Wir waren mit dem Kopf nur an der Wand. Das war uns dann doch zu gefährlich. Und jetzt müssen wir halt seitlich aus dem Gletscher raus und gehen dann auf den Normalweg und gehen dann über den Kamm weiter. Puh, aber schon ganz schön anstrengend. Vor allem das Runtergehen eben, das hat ganz schön Kraft gezehrt. Hier ist jetzt wieder Weg. Schwierigste haben wir geschafft jetzt. Aber krasse Tour. Das mit den Steinschlägen. Ich musste in Andrea erstmal gestehen, dass ich auch richtig Schiss hatte. Wir waren halt so in der Wand. Ich habe es hab versucht nicht zu zeigen, damit einer wenigstens ruhig bleibt. Aber die Steine rieselten halt von oben runter. Und der Boden rutschte halt weg. Oh, da war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da rauszugehen. Und dann hatte ich richtig Tränen in den Augen, als wir da raus waren, so als diese Erleichterung, als das so abgefallen ist und als sie ihr das erzählt hat, dass ich richtig Schiss hatte. Aber hast du nicht gemerkt, ne? Nein. Dass ich Angst hatte? Habe ich gut versteckt, ne? Auf jeden Fall. Ja. Oh, endlich wieder Weg.
Ein bisschen fehlt uns gerade die Kraft, deshalb machen wir eine Energiepause. Aber es ist auch schon um 4 mittlerweile und der Rückweg, also wir wollen ja nicht zurück über das Gletscherfeld gehen. nee. Der Rückweg ist halt irgendwie wesentlich länger. Ich glaube, wir müssen so mal 8 bis 9 Kilometer zurückgehen. Ist jetzt echt nicht mehr weit bis zur Spitze. Es sind noch ein paar schwierige Stellen, so Kletterstellen, aber irgendwie zittern uns beiden die Beine. Wir essen jetzt noch ein bisschen was, gucken, ob wir wieder zu Kräften kommen. Aber wir sind halt am Überlegen, umzudrehen. Fällt uns ein bisschen schwer, weil es halt echt nicht mehr weit ist. Wäre eigentlich ganz cool Ja, man kann gewesen. es halt wirklich sehen. Ne? Ja, wir sind auch schon auf 3000 Meter Höhe, aber da fehlt halt nur noch ein kleines Stück. Aber ja, ich weiß nicht, da ist die Vernunft dann doch ein bisschen größer. Der Rückweg muss auch noch sicher sein. Ganz ohne ist das dann hier auch nicht. Ja, Trittsicherheit muss auch gegeben Genau, sein. und bevor wir uns komplett verausgaben, glaube ich, werden wir an der Stelle lieber umdrehen. Hätten wir uns halt nicht verlaufen, wären wir gleich den Weg gegangen. Wäre es alles kein Thema gewesen. Aber durch diesen Umweg, ich glaube, hingen da in der Wand mit den Steinschlägen, haben wir, glaube ich, gut 2 Stunden verloren. Und das hat natürlich auch Kraft gekostet. Naja, aber man muss auch wissen, wann Schluss ist, ne? Hier der Rückweg, Spaziergang ist es auch nicht. Also es ist auch schon ein anspruchsvoller Wanderweg hier. Es geht halt auch noch auf diesen Kamm lang. Und ja, dann nachher, wo es anfängt wieder so ein bisschen grün zu werden, da sieht man auch schon diesen Wanderweg, so einen Trampelpfad. Den gehen wir dann lang. Dann kreuzen wir den Kamm nochmal und dann gehen wir halt runter, wieder zurück auf diese Militärstraße, die wir hergekommen sind, laufen da lang. Und da hinten irgendwo, ja, Ja. genau da steht unser Auto. Ja, wir können es sogar sehen. Immer noch. Ja. Können wir die ganze Zeit wahrscheinlich. Ne? Ja. Cool. So ein Segelflieger wäre jetzt gut, ne? Dann Ja. Oh ja, wollen wir hier so ein Gleitschirm? so ein Gleitschirm, das wäre jetzt cool. Oh, Dann könnte ja. man sich den Weg runtersparen. Ja. Ich bin gerade dabei, ein bisschen aufzuräumen und das Seil zu trocknen, weil das ist ja alles gut nass geworden gestern bei unserer Tour. Also ich kann das ja nochmal kurz zusammenfassen. Also es war schon eine ziemlich extreme Tour. Also wir haben ja also den Anfang über den Gletscher, das war richtig cool. Es hat auch echt Spaß gemacht, war voll easy. Da haben wir auch noch ein bisschen gefilmt und sowas. Und ja, hätte so weitergehen können. Aber dann halt auf dem Gletscher, also wir hatten so einen Tourenguide und man geht halt auf den Gletscher raus und geht dann, ich kann das ja auch mal einblenden, und geht dann halt so rechts raus und geht dann zurück auf diesen Grat und geht dann auf den Grat, vom Grat aus immer weiter aufs Muttenhorn. Und wir hatten uns gedacht, weil ich habe auch in den Tourbeschreibungen, gab es halt 2 Routen. Einmal diese gerade Tour über den Gletscher und einmal diese rechts-raus-Tour. Und da hatte ich was gefunden, also war die letzte Begehung irgendwie 2018, die Koordinaten, die ich gefunden hatte. Und wir waren dann auf dem Gletscher, haben so gerade gesehen, oh ja, das könnte gut aussehen, wenn wir da gerade rausgehen, und dann kürzen wir ein bisschen ab und gehen halt da raus. Und sind dann halt weitergegangen, frohen Mutes, sind also der Übergang, wenn der Gletscher halt endet, dann geht's halt, ist erstmal so ein Schutt- und Geröllfeld so ein bisschen. Das haben wir dann, sind wir rübergekommen, auch heil. Und dann ging's halt in diese Felswand, wo wir hätten halt hochklettern müssen, um auf diesen Grat zu kommen. Und ja, da ging halt die Probleme schon los. Also es war wirklich nur so
das war so eine Mischung aus Matsche und kleinen Kieselsteinen, ab und zu große Brocken. Man hat nirgendwo Halt gefunden. Das war so das erste Problem. Und wir haben sogar ein Führungsseil gesehen. Also da war halt ein Seil noch von einer anderen Tour, was da drin lag, war aber auch nicht mehr sehr vertrauenswürdig. Und wir haben nur angefasst und dann rieselten schon die Steine runter. Und dann haben wir sind wir so ein bisschen links von dem Seil, weil es sah eigentlich ganz gut aus. Sah so aus, als wenn man da hochgehen könnte. Bin ich halt vorgegangen, Andrea hinter mir. Und habe dann schon beim Hochgehen habe ich nirgendwo Halt gefunden. Habe Steine losgebrochen. Andrea hat 2 größere Steine abbekommen. Einer ging halt gegen den Arm, einer gegen den Bein. Hatte ordentlich ein paar blaue Flecke davon. Und ja, dann war ich halt oben am Fels, wo ich auch keinen Halt gefunden habe, wo alles so lose war. Und durch dieses halt, weil das Eis ja alles taut, alles wegschmilzt, ist auch nichts mehr gefroren oder sowas. Und die ganzen Steine waren lose. Und ja, dann mussten wir überlegen, wie machen wir jetzt weiter. Also ich war oben ungefähr so 15 Meter über Andrea. Wir waren ja noch mit dem Seil verbunden. Ich konnte nirgendwo einen Stand bauen. Hing wirklich nur so an ganz brüchigen Steinen fest. Hab schon ein bisschen Panik gehabt. Hab immer versucht ruhig zu bleiben, weil ich ja gemerkt habe, Andrea ist auch schon ganz nervös und weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und ich wollte wegen so ein bisschen Ruhe halt noch vermitteln. Innerlich ich hatte richtig Schiss innerlich. Und ja, dann haben wir halt überlegt, wie wir das machen. Und dann haben wir uns halt für den Abstieg, war halt echt nicht ohne der Abstieg, weil wir halt dann mit diesem Geröll wieder runtergerutscht sind, dann wieder zurück auf den Gletscher. Und dann haben wir auf dem Gletscher, sind wir im Prinzip den Weg, den hätten wir gleich nehmen sollen, sind wir dann rechts raus und dann auf den Grat gegangen. Das war wirklich entspannt, da ist man über so großes Schuttfeld nachher rausgekommen. Das war keine starke Steigung und das hat sich super gemacht. Hätten wir den Weg gleich gegangen, wäre alles gut gewesen. So haben wir halt locker 2 Stunden verloren und ziemlich viel Kraft. Und ja, Andrea hat 2 schöne neue große blaue Flecke dazu bekommen. Und ja, eigentlich hätten wir da schon umdrehen sollen, weil wir waren schon kaputt. Aber irgendwie wollten wir ja trotzdem noch aufs Muttenhorn. Und dann sind wir halt dem Grat weiter gefolgt, noch ein ganzes Ende. Haben dann aber irgendwann gemerkt, dass wir keine Kraft mehr haben und total erschöpft sind und haben uns dann zum Umdrehen entschlossen. War auch ganz gut so, weil der Rückweg waren, glaube ich, noch 8 Kilometer, weil dann mussten wir über das Tallinnhorn oder Tellinhorn oder so, mussten wir halt dann zurückgehen. Und der Weg ist zum Glück schön einfach gewesen. War halt ein normaler Wanderweg, der uns dann zurückgeführt hat. Der war nachher ein Selbstläufer. Wir sind einfach nur so im Tran, sind wir den Weg noch zurückgegangen, um wieder hier am Auto anzukommen. Wollte das gestern nochmal alles ordentlich machen und sauber machen. Das haben wir noch ins Auto reingeschmissen, sind ins Bett gegangen. Und ja, deswegen räume ich heute hier erstmal ein bisschen auf.